Willkommen zu meinem ersten Video in der Dokumentation des Baus meiner Stygian Cinogrill Cosplay-Rüstung. In dieser Videoreihe möchte ich mein Vorgehen dokumentieren und hoffentlich einigen von euch ein paar Tipps und Tricks weitergeben, die ich über die letzten paar Jahre meines Cosplay-Bauens gelernt und mir angeeignet habe. Lass uns direkt mit einiger Software, die ich für nahezu alle meine Projekte benutze, anfangen. Alle Links zu den Downloads sind natürlich in der Beschreibung zu finden. Zuallererst haben wir Blender. Blender ist ein kostenloses 3D-Programm, mit dem man unglaublich viele Sachen machen kann. Für meine Zwecke oder unsere Zwecke ist es allerdings nur notwendig, um Gamefiles zu editieren und etwas zu vereinfachen. Das werden wir später rausfinden, denn in den anderen Programmen ist es sinnvoller, weniger Polys zu haben, also vereinfachte Dateien quasi. Die Software kann ganz einfach hier auf der Webseite runtergeladen und installiert werden. Als nächstes haben wir Pepakura, im genauen Pepakura Designer. Es gibt nämlich Pepakura sowohl als den Viewer und den Designer. Für unsere Zwecke ist allerdings nur der Designer sinnvoll. Der Viewer ist eigentlich nur zum Dateien anschauen und im Designer kann man halt um einiges mehr machen. Das ist die wichtigste Software im kompletten Prozess. Sie erlaubt uns nämlich aus dem 3D-Modell Schnittmuster zu machen. Leider ist Pepakura Designer nicht kostenlos und muss, um alle Funktionen nutzen zu können, leider kostenpflichtig für $38 erworben werden. Die Investition ist allerdings das Geld auf jeden Fall wert. Als Gratisnutzer kann man zum Beispiel seine Dateien nicht abspeichern und also es ist okay für bereits bestehende PDO-Modelle, die man nur runterladen und eben anschauen muss oder neu skalieren muss. Aber für unsere Zwecke, da wir neue 3D-Dateien unfolden, brauchen wir leider die Funktion zum Abspeichern. Die ist sehr, sehr wichtig. Zu guter Letzt haben wir noch Armorsmith. Das ist eine Software, die ist super zum Skalieren von Modellen, allerdings auch kostenpflichtig. Dann lass uns schon mal mit Blender starten. Hierbei schon mal ein ganz großes Dankeschön an Ivy Cosplay für die Ingame-Modelle. Der Link zu ihrem Instagram ist natürlich auch in der Beschreibung. Schaut mal bei ihr vorbei. Was wir bei diesem Modell mit Blender erreichen wollen, ist die ganzen kleinen Fail-Details einfach rauszulöschen. Die sind natürlich nur unnötig viel Detail, die uns das Arbeiten in Pepakura erschweren, weil einfach mehr Punkte, Flächen und Dreiecke da sein werden. Bei Ingame-Modellen ist es üblich, dass die Modelle aus vielen kleineren Teilmodellen bestehen. Die sind dann nur zusammengeschoben. Um diese separieren zu können, müssen wir jetzt mit Tab in den Edit-Mode gehen und dann mit A alles auswählen. Dann können wir die ausgewählten Teile mit P trennen. Dazu müsst ihr einfach P drücken und dann Separate by Loose Parts auswählen. Dann habt ihr die ganzen kleinen Teile eben in der Liste, also jedes Modell einzeln, jedes Teilmodell einzeln, und dann kann man einfach die ganzen unnötigen kleinen Teile hier bei uns, in dem Fall von der Armschiene, einfach rauslöschen. Um das zu tun, muss ich allerdings wieder in den Object Mode gehen und das ist auch wieder mit Tab. Mit Shift kann man dann mehrere Teile auf einmal wählen und mit X löschen. Es ist einfach noch ein bisschen Fleißarbeit, bevor man das Modell wieder als OBJ oder STL, geht glaube ich auch mit Pepakura, abspeichern kann. So, jetzt können wir erstmal die letzten Checks machen, einfach mal schauen, ob alles uns so zusagt, wie es jetzt gerade aussieht. Und es sieht eigentlich ganz gut aus für den Export, und dafür müssen wir dann halt auf File, Export as Wavefront OBJ gehen. So sieht das Pepakura Interface aus. Wenn wir eine Datei reinmachen, können wir die einfach Drag and Drop, so wie den Arm, den wir jetzt gerade eben rausgelassen haben, können wir einfach Drag and Drop reinziehen. Und dann fragt es uns nach ein paar Sachen, wollen wir es flippen oder nicht? Ich würde sagen Nein. Also gehen wir einfach auf Nein. Was für eine Farbe ist vorne? Bei uns ist es jetzt grün, also wählen wir grün aus. Und die untere Farbe, das stimmt soweit. Dann sagt es, dass die Edges gemerged wurden und fragt uns nach einer Skalierung.
für eine vorübergehende Skalierung reicht es einfach eine 0 dran zu machen, aber dass ihr ein Maß habt, mit dem ihr arbeiten könnt, was nicht komplett unrealistisch ist. Ja, skalieren tun wir später nochmal genauer. So, jetzt haben wir unser Modell hier drin und müssen natürlich in Templates machen. Dafür brauchen wir das Specify Cut Line Edges, das ist ein Tool, das ich gerade ausgewählt habe. Und damit können wir einfach diejenigen Linien markieren, die wir später als Schnitt verwenden wollen. Damit können wir quasi die Formen unserer Templates einfach outlinen und dann quasi damit uns die Templates erstellen. Das ist jetzt auch wieder ein bisschen Fleißarbeit, man muss halt jede einzelne Kante auswählen von einem der gewünschten Templates. Ist ein bisschen lästig, aber man bekommt da Übung drin, also irgendwann geht es dann doch schon relativ schnell und relativ angenehm. Ich finde, es hat fast schon was Meditatives, da die ganzen Kanten, die man später als Kanten von den Teilen haben möchte, auszuwählen. Ja, es ist wie gesagt wieder ein bisschen Fleißarbeit. Man kann auch mit Doppelklick mehrere Kanten auf einmal auswählen, dann sucht dieses Programm einen Pfad aus und dieser Pfad, der ist nicht immer ideal. Das ist meistens einfach wie die 3D-Datei eben modelliert wurde. Er orientiert sich halt daran, wie die Punkte und Kanten verlaufen. Ist aber nicht immer, was wir jetzt in unserem Fall spezifisch gerade brauchen für die Templates. Also ist ein bisschen riskant, weil manchmal muss man mehr Sachen wieder auswählen, als man vorher ausgewählt hatte. Also kann ein bisschen lästig sein, aber ist auf jeden Fall was man ausprobieren kann. So langsam nähern wir uns dem Ende und da können wir dann überprüfen, ist es jetzt genau, wie wir es gerade haben wollen. Ist alles nicht in Stein gemeißelt, das kann man später alles noch nach dem Unfolding-Prozess quasi bearbeiten. Aber ist halt gut, wenn man es schon so sauber gemacht hat wie möglich, dann hat man später weniger Arbeit. Wenn wir jetzt sagen, okay, wir sind okay damit, wie es jetzt aussieht, dann können wir auf den Unfold-Button klicken. Jetzt, wo wir den Unfold gemacht haben, braucht man das Join-Disjoint-Tool. Das ist in der dritten Reihe, das dritte. Das mit den zwei Kanten und den Pfeilen. Ja, das ist dafür da, nochmal Sachen auseinanderschneiden zu können, selbst nach dem Unfold und wieder zusammenzufügen zu können. Nach dem Unfold, das kann man sowohl auf der Seitenansicht als auch auf dem 3D-Modell machen. Seht ihr hier auch alles. Und dann geht es eigentlich nur darum, die ganze Datei so ein bisschen aufzuräumen. So, mit Rechtsklick könnt ihr noch ein Menü aufrufen, da gibt es Rotate, Joint Disjoint Faces, da gibt es ja diese ganzen Sachen, Measure Between Points, was wir uns jetzt anschauen wollen. Da seht ihr, dass ich einfach 2 Punkte auswählen kann und es mir genau das Maß ausspuckt, was eben zwischen den beiden Punkten ist. Das ist sehr gut zum Skalieren, wenn man jetzt zum Beispiel weiß, wie lang der Unterarm ist und dann kann man da genau nachprüfen, passt es jetzt oder passt es eben nicht. So, dann kann man hier Textur und Licht an- und ausmachen. Ist ganz nützlich manchmal. Und dann zeige ich euch jetzt Skalierung, geht hier Change Scale, da kann man Set Scale und dann kann man halt für das komplette Teil eine Skalierung eingeben, gibt aber auch die Möglichkeit, das 10% hoch oder runter zu skalieren. Könnt ihr die Flaps einstellen, das ist unwichtig für unsere Zwecke. Und was sehr nützlich ist die Page Numbers anzeigen zu lassen. Das hilft einfach beim Arbeiten ungemein.
So, dann zeige ich noch kurz die Print and Paper Settings, die sind wichtig. Da kann man die Papiergröße angeben, Portrait oder Landscape, also Hoch- oder Querformat, und die Ränder, die Größen der Ränder oder wie dick oder klar es eben drucken soll. Dann kommen wir zu den Druckereinstellungen, da kann man eben seinen Drucker auswählen oder es eben auch als PDF abspeichern. Das ist vielleicht ganz gut, wenn man es jetzt gerade dran arbeitet, aber keinen Drucker zur Verfügung hat, dass man es als PDF speichert und eben woanders druckt. Und zu guter Letzt, Speichern funktioniert ganz einfach unter Save As und dann kann man einfach hier seine Dateien abspeichern. Armorsmith ist ein super Tool, um quasi genau skalieren zu können. Da kann man nämlich einen Avatar von sich erstellen mit allen möglichen Maßen, die man eben haben könnte. Mit den Höhen und Umfangen, wie sie halt am eigenen Körper abzumessen sind. Die ganzen Maße lassen sich auch noch hier in der Listenansicht sehr übersichtlich eingeben, also die Längen von Extremitäten oder des Torsos sowie auch die Umfänge. Da kann man echt super viel angeben, um halt den perfekten Avatar für sich selbst zu erstellen. Die eben geunfoldeten Teile von Pepakura lassen sich ganz einfach importieren und dann an jedes dieser Zahnräder eben auch anhängen. Und dann seht ihr, das sitzt jetzt hier. Mit R lässt es sich rotieren. Mit T können wir es transformieren, also im Raum bewegen. Und mit S skalieren. Da muss man jetzt halt einfach schauen, wie es denn für einen passt, beziehungsweise wie es auf dem Dummy in Armorsmith gut aussieht von der Skalierung und so und von der Rotation. Bis es geschafft ist, ist ein bisschen ein Prozess, sagen wir mal. Und das macht man logischerweise dann halt auch mit den anderen Teilen und dann hat man irgendwann, was ziemlich cool ist, so eine ja fast schon Schaufensterpuppe, die dann einfach die komplette Rüstung in 3D-Teilen schon trägt. Das ist schon echt ziemlich cool. Jetzt hat Armorsmith aber einen großen Vorteil, den Pepakura nicht hat, nämlich man kann ununiform skalieren. Damit kann man dann quasi die Sachen auf einer Achse extrem verziehen. Also ihr seht es hier, kann man extrem breit verbreitern oder verkürzen, stauchen, alles mögliche. Es hilft halt insofern, weil wenn man jetzt einen ungewöhnlichen Körperbau hat, kann man halt Sachen, zum Beispiel ein Torso ein bisschen länger oder enger machen. Das ist schon echt sinnvoll. Und damit kann man dann halt den, sage ich mal, perfekten Fit für den eigenen Bodytype garantieren. Wenn wir jetzt oben auf Pattern Layout gehen, dann haben wir eine Seitenansicht, so ähnlich wie bei Pepakura, nur etwas, ja sagen wir mal, unübersichtlicher und mehr durcheinander. Der Unfold von Pepakura besteht noch, deshalb war das ein wichtiger Schritt vorher. Man kann auch hier wieder Papiersorte ändern und alles mögliche drum und dran mit den Margins und so. Das ist alles quasi identisch wie bei Pepakura, nur halt ein Stück unübersichtlicher. Deswegen würde ich tatsächlich empfehlen, dass ihr quasi auf Armorsmith skaliert und die Höhe, Breite oder den längsten Wert dann einfach nehmt und wieder zurück in Pepakura geht und da bei Change Scale die Skalierung eingebt. Ja, weil persönlich finde ich es einfach sehr viel angenehmer mit Pepakura die Unfolds zu sortieren und so. Aber das ist Präferenzsache auf jeden Fall. Aber auch hier können wir wieder mit File, Print, entweder Print direkt mit dem Drucker oder Print to JPEG, falls wir es als JPEG speichern und später verwenden möchten. Einfach drücken. Ich hoffe, dieser erste Teil der mehrteiligen Series hat euch gefallen und vielleicht etwas gebracht, ein bisschen an Programmkenntnissen oder was ihr für eure eigenen Projekte einfach übernehmen könnt. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr das Video weiterempfehlen könntet oder ein Like da lasst oder ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Ciao.